Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch diesen Teddybär. Und zwar ist es so, meine Schwester hat mich mit diesen ganzen Kuscheltieren angesteckt. Ihr habt bestimmt schon bei mir auf meinem Kanal auch unterschiedliche Bilder gesehen mit solchen gehäkelten Tierchen. Und dann, also wie gesagt, meine Schwester häkelt da ganz viele. Und da habe ich gedacht, probiere ich auch mal aus, welche zu häkeln. Und das ist heute ein Bär, ein Teddybär. Also ich wollte den nicht so kompliziert machen, sondern ich habe den komplett blau gehäkelt. Nur den Maul und die Ohren habe ich weiß gemacht. Den wollte ich eigentlich ganz einfach machen, weil ich eben selber auch noch nicht so viele Häkeltiere gehäkelt habe. Genau, also so schaut der aus. So schaut er von hinten aus. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Für die Kuscheltiere verwende ich die Cosima Wolle von der Firma Relana. Lauflinie ist hier 100 Gramm, 120 Meter und ich verwende Haken Nummer 5. So, für Kuscheltiere braucht man in der Regel reichen da 2 Knäule aus. Das heißt, einer ist 100 Gramm, 200 Gramm pro Kuscheltier reicht aus. Es bleibt natürlich etwas Restwolle schon übrig, aber also ich habe bis jetzt 2 Stück verwendet. Ich zeige euch jetzt ein paar Grundlagen mit einer einfachen Wolle, weil man es mit der anderen Wolle manchmal nicht so ganz gut sieht. Genau, also wir beginnen meistens mit einem Fadenring, wenn wir in Runden häkeln. Den Fadenring mache ich folgendermaßen. Gehe mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch und drehe den Haken einmal komplett um. Dann halte ich hier unten fest und häkle eine Luftmasche. Die ziehe ich nicht so ganz stark fest. Und diese erste Luftmasche verwenden wir dann als Fadenring. Jetzt häkle ich die erste Luftmasche und in den Fadenring häkle ich dann die festen Maschen. Also hier steche ich ein, hole den Faden und häkle die erste Masche und dann weitere 5 feste Maschen in den Fadenring. Diesen Faden kann man ein paar Mal mitnehmen und befestigen praktisch. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, in der zweiten Runde nehmen wir dann die Maschen zu. Ich häkle die Maschenzunahme, also in jede feste Masche. Also ich schließe die Runde jetzt nicht mit einer Kettmasche, sondern häkle einfach weiter. Steche ich in die erste Masche ein und häkle die Maschenzunahme, indem ich aus einer Masche 2 feste Maschen häkle. So, in die nächste häkle ich auch Maschenzunahme. Also in die Masche häkle ich 2 feste Maschen. In die nächste 2. Und so weiter. Und dann haben wir in der zweiten Runde haben wir dann 12 feste Maschen. Also in jede Masche habe ich jetzt eine Maschenzunahme gehäkelt. So schaut es aus. Jetzt machen wir Folgendes. In der zweiten Runde häkeln wir zum Beispiel eine feste Masche. Am besten ist es auch, wenn man die Maschen markiert. Entweder die letzte Masche in der Runde oder die erste, je nachdem. Dann kann man sich auch kontrollieren, ob man richtig gehäkelt hat. So, jetzt häkle ich eine Maschenzunahme. Das heißt, aus einer Masche häkle ich 2.
eine feste Masche, eine Maschenzunahme, eine feste Masche, eine Maschenzunahme und so weiter. Und dann kommen die Runden, wo man zum Beispiel 2 feste Maschen häkelt, eine Maschenzunahme, 3 feste Maschen, eine Maschenzunahme und so weiter. So, auf diese Weise häkle ich dann die Maschenzunahme. So, am Ende der Runde, ich habe hier die letzte Masche markiert, da häkle ich nochmal eine Maschenzunahme und markiere mir wieder die letzte Masche. Oder wie gesagt, man kann auch die erste Masche markieren. So, und in der nächsten Runde häkle ich zum Beispiel 2 feste Maschen und eine Maschenzunahme. Also aus einer festen Masche häkle ich dann 2 feste Maschen. So, und so häkelt man dann weiter. Genau, jetzt zeige ich euch, wie die Maschenabnahme funktioniert. Ich häkle eine feste Masche. Jetzt nehme ich eine Masche ab. Ich gehe in die, wir haben hier diese 2 Schlingen. In die vordere Schlinge stiche ich ein, in die erste, und bei der zweiten Masche stiche ich auch in die erste Schlinge ein. Jetzt habe ich 2 Schlingen auf der Nadel und jetzt ziehe ich den Faden einmal durch und häkle eine feste Masche. Jetzt habe ich eine Masche abgenommen. Also noch einmal in die vordere Schlinge einstechen, in die nächste Schlinge, also bei 2 Maschen, Faden durch und eine feste Masche häkeln. Das ist die Maschenabnahme. So, man kann aber auch die Maschen noch anders abnehmen, indem man hier in die nächste Masche Faden zieht und dann in die zweite Faden durchziehen. Jetzt haben wir 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Aber da sage ich euch auch, normalerweise häkle ich diese Maschenabnahme, wo ich in beide Schlingen von vorne einsteche. So, das sind die Grundlagen. Normalerweise häkeln wir auch nur feste Maschen. Manchmal kommen aber auch halbe Stäbchen vor. Ein halbes Stäbchen häkelt man so, dass man einen Umschlag macht, einstechen, Faden holen und alle 3 Schlingen durchwickelt. So, das wäre ein halbes Stäbchen. So. Ich glaube, ich habe jetzt soweit alles gezeigt und jetzt starten wir auch mit dem Häkeln. Wir häkeln jetzt die Arme. Dazu, ich beginne mit einem Fadenring. Ich gehe mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal komplett um, halte den Faden hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche. Und in die erste Masche, die verwende ich als Fadenring, also die nicht so fest zusammenziehen, häkle ich jetzt 6 feste Maschen. Hier stiche ich ein, häkle die erste feste Masche, die zweite feste Masche, die dritte, die vierte, fünfte und die sechste feste Masche. So, jetzt finde ich mir dann eine Markierung bei der letzten Masche. Und jetzt machen wir Folgendes: Wir häkeln jetzt die zweite Runde und da häkeln wir in jede Masche Maschenzunahme. Das heißt, ich häkle in jede feste Masche, häkle ich 2 feste Maschen. Die erste feste Masche und in dieselbe Stelle anstechen und die zweite feste Masche.
in die nächste Masche einstechen, die erste feste Masche häkeln und die zweite feste Masche häkeln. Also wir häkeln in der Runde insgesamt 12 feste Maschen. Also 4 haben wir jetzt gehäkelt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 und jetzt bin ich bei der letzten Masche und dann häkle ich 11. und 12. Masche. 11 und 12. Und die Markierung hänge ich wieder dahin. So, bei der letzten Masche habe ich jetzt die Markierung. So, jetzt häkeln wir die dritte und die vierte Runden, jeweils 12 feste Maschen. Also das heißt, in jede Masche häkle ich eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und jetzt bin ich bei der letzten Masche. Die Markierung nehme ich ab. Das ist die 12. Masche. Und die Markierung wieder anbringen. So, das war die dritte Runde. Jetzt häkeln wir die vierte Runde wieder auf die gleiche Weise 12 feste Maschen. Also in jede Masche häkle ich einfach wieder jeweils eine feste Masche. So, jetzt bin ich bei der Markierung. Das ist dann die 12. feste Masche. So, und Markierung hänge ich wieder dran. So, und jetzt häkeln wir die 5. Reihe. Ich häkle jetzt eine Maschenabnahme und dann 10 feste Maschen. Also das heißt, die Maschenabnahme mache ich folgendermaßen. Wir haben hier immer die 2 Schlingen, also die vordere und die hintere Schlinge. Die vordere und die hintere Schlinge. Ich nehme mir bei der nächsten festen Masche die vordere Schlinge und bei den nächsten auch die vordere Schlinge. So, also ich habe bei der ersten festen Masche und bei der zweiten jeweils eine Schlinge auf dem Haken. Und jetzt ziehe ich den Faden dadurch und häkle eine feste Masche. Und damit haben wir eine Masche abgenommen. Und jetzt häkle ich 10 feste Maschen. Also häkle jetzt in jede feste Masche jeweils eine feste Masche. So, und bei der Markierung, das ist immer die letzte Masche dann, die häkle ich auch noch. Dann hänge ich die Markierung wieder dran. So, und jetzt häkeln wir eine Maschenabnahme und 9 feste Maschen. Also wieder auf die gleiche Art und Weise die vordere Schlinge einstechen und die zweite vordere Schlinge. Da auch den Haken einstechen. Damit haben wir 2 Maschen und jetzt den Faden durchziehen und eine feste Masche häkeln. Und jetzt häkle ich 9 feste Maschen bis zu der Markierung. Also die festen Maschen habe ich jetzt gehäkelt und jetzt hänge ich wieder die Markierung dran. Jetzt machen wir Folgendes: die 7., 8. und 9. Runden häkeln wir jeweils 10 feste Maschen. Also das heißt,
Wir häkeln jetzt 30 feste Maschen insgesamt. Also man kann in Runden zählen, man kann aber auch insgesamt 30 feste Maschen zählen. So, ich habe jetzt 30 feste Maschen gehäkelt. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt mache ich noch eine Maschenabnahme. Also in die erste Schlinie, in die zweite Schlinie, Faden holen, also eine Masche abgenommen. Und jetzt häkle ich 8 feste Maschen. So, also 8 feste Maschen habe ich jetzt gehäkelt und jetzt häkeln wir 4 Runden 9 feste Maschen. Das heißt, das sind dann 36 feste Maschen, die wir jetzt häkeln. Also ich habe jetzt 36 feste Maschen gehäkelt. So schaut es bei mir aus und ich habe jetzt die Länge, also ich häkle recht fest. Das sind ungefähr 12,5 cm. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt fülle ich das Teil erstmal auf. Also mit Füllstoff auffüllen. So, also ich habe das jetzt aufgefüllt und zwar hier den oberen Teil, so circa 3 Reihen, fülle ich nicht ganz so voll auf, damit sich das Ganze hier ein bisschen schmaler hält. Also wir brauchen das hier nicht so stark auffüllen, sonst stehen dann die Arme sehr ab. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt schließe ich das Ganze. Und zwar jetzt häkle ich die vordere und die hintere Reihe zusammen. Hier einstechen vorne und dann hinten einstechen. Jetzt hole ich den Faden und häkle eine feste Masche. Und so häkeln wir, müssten 4 feste Maschen daraus werden. Also vorne einstechen, hinten einstechen, Faden durchziehen, eine feste Masche, die zweite, dann die dritte feste Masche. Und dann steche ich hier am Rand nochmal ein und häkle die 4. feste Masche. Und so schaut das Ganze dann aus. So, und jetzt kann man den Faden abschneiden. Und so häkeln wir auch auf die gleiche Weise den zweiten Arm. So schaut es aus. So, jetzt häkeln wir mit euch die Beine. Und zwar, wir fangen mit 6 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt häkle ich in die zweite Luftmasche, also nicht da, sondern hier steche ich ein, häkle die erste feste Masche. Dann in die nächste die zweite, die dritte und die 4. feste Masche. So. Jetzt häkle ich in die letzte Masche also Maschenzunahme aus einer Masche häkle ich 3 feste Maschen. Also hier in die letzte steche ich ein, häkle die erste feste Masche, dann hier nochmal die zweite feste Masche und dann nochmal einstechen und die 3. feste Masche. Also haben wir in die letzte Masche gehäkelt. Jetzt häkle ich 4 feste Maschen.
Da wo wir die vierte feste Masche gehäkelt haben, häkeln wir noch eine feste Masche. Also wir haben dann die Maschenzunahme. So schaut es aus. Jetzt häkeln wir die zweite Runde. So, hier auf der Seite in die erste Masche häkle ich die Maschenzunahme. Also eine feste Masche und in dieselbe Stelle die zweite feste Masche. Jetzt häkle ich 3 feste Maschen. 1, 2 und die dritte feste Masche. Jetzt häkeln wir 3 mal Maschenzunahme. Also in die nächste Masche häkle ich Maschenzunahme. Also aus einer 2. In die nächste Masche aus einer häkeln wir 2 und in die dritte Masche häkle ich auch aus einer 2. Jetzt 3 feste Maschen, 1, 2, 3. So, und jetzt in die nächsten 2 Maschen häkle ich die Maschenzunahme. Also aus einer 2 und nochmal aus einer 2. So, so schaut es aus. Jetzt sind wir bei der Mitte. So, jetzt häkeln wir die nächste Runde. Eine feste Masche und in die nächste Masche eine Zunahme. Also aus einer 2 häkeln. 1, 2, 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. Eine Zunahme. Also hier einstechen, aus eine Masche 2 feste Maschen häkeln. Jetzt 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Jetzt eine Maschenzunahme. Aus einer 2 häkeln, 1, 2. 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. Eine Maschenzunahme, hier einstechen und aus einer Masche 2 häkeln, 1, 2. 2 feste Maschen. 1, 2. So schaut das Ganze aus. Es müssten jetzt bei uns 22 feste Maschen sein. So, und jetzt häkeln wir die nächsten 2 Runden. 22 Maschen. Also wir häkeln dann praktisch insgesamt 44 Maschen. Ich markiere mir den Anfang und häkle 2 Runden, jeweils 22 feste Maschen. Also die erste Runde in jede Masche einfach eine feste Masche häkeln und dann die zweite Runde genauso. So schaut das Ganze aus. Das ist bei mir jetzt, wenn ich das zusammenlege, ca. 8,5 cm. So, jetzt häkeln wir die nächste Runde. Also ich häkle jetzt 6 feste Maschen. Ich markiere mir wieder den Anfang am besten. So, 6 feste Maschen.
eine Maschenabnahme. Also in die erste Schlinge einstechen, in die zweite Schlinge einstechen, Faden durchziehen und eine feste Masche häkeln. Also es ist eine Maschenabnahme. Jetzt eine feste Masche. Das ist die erste Maschenabnahme. Jetzt häkeln wir die zweite, die dritte und die vierte Maschenabnahme. Also und immer eine Luftmasche, eine feste Masche dazwischen. Also ich häkle jetzt die zweite Maschenabnahme. Eine feste Masche. Die dritte Maschenabnahme. Eine feste Masche. Und die vierte Maschenabnahme. Eine feste Masche. So, jetzt häkle ich 1, 2, 3, 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und die letzte vierte feste Masche. Es müssen bei uns jetzt 18 feste Maschen sein. So, jetzt häkeln wir die nächste Runde. 5 feste Maschen. Und jetzt nehmen wir 4 Maschen ab. Also in die erste Schlinge, in die zweite Schlinge, Faden durchziehen, eine feste Masche. Das ist die erste Maschenabnahme, die zweite Maschenabnahme, die dritte Maschenabnahme, und die vierte Maschenabnahme. So, und jetzt häkle ich 5 feste Maschen. Und bei der Masche häkle ich die 5. feste Masche. Jetzt müssen wir 14 feste Maschen haben. So, und jetzt häkle ich, so schaut es bis jetzt aus. Hat sich ein bisschen abgerundet hier. Und jetzt häkeln wir die nächste Runde. 4 feste Maschen. Drei Maschenabnahmen. Also die erste Maschenabnahme, die zweite Maschenabnahme, und die dritte Maschenabnahme. So, 4 feste Maschen und dann haben wir insgesamt 11 feste Maschen. So, jetzt können wir das Ganze auffüllen. So, ich habe jetzt den Fuß aufgefüllt und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt häkeln wir diese 11 feste Maschen 7 Runden. Das heißt, ich häkle dann 77 feste Maschen. Also ich habe jetzt 7 Runden gehäkelt, so schaut es aus. Jetzt füllen wir dieses Teil auch auf. Und genauso wie bei den Armen, also füllen wir hier die oberen ungefähr 2, 3
runden nicht mehr so ganz fest auf, damit es flach bleibt. So, und jetzt schließen wir das Ganze genauso wie bei den Armen. Also wir häkeln jetzt praktisch beide beiden Seiten zusammen. So, also ich steche hier vorne in das nächste Stäbchen steche ich ein und hinten in das erste. So, hier vorne und hinten. Hol den Faden und ziehe und häkle eine feste Masche. Und so häkeln wir 5 feste Maschen. Vorne, hinten einstechen, die zweite feste Masche, die dritte, die vierte und die 5. feste Masche hier am Ende der Reihe. Und so schaut das Ganze aus. Wie gesagt, hier sollte es schön flach sein und hier soll das schön aufgefüllt sein. So, jetzt schneide ich den Faden ab und auf diese Weise häkeln wir auch das zweite Bein. So, jetzt häkeln wir die Ohren. Also ich beginne mit einem Fadenring und hole die erste Luftmasche. Jetzt die zweite Luftmasche und in die erste Luftmasche häkle ich 6 feste Maschen. Die erste feste Masche, die zweite und weitere 4 feste Maschen, die dritte, die vierte, die 5. und die 6. feste Masche. Man sollte die erste Masche nicht ganz so locker lassen, weil sonst kann man das Ganze gar nicht mehr zusammenziehen. So, jetzt mache ich 6 Maschenzunahmen. Also das heißt, in jede weitere Masche, also ich beginne hier, ich markiere mir wie immer am besten die letzte Masche. So, falls man durcheinander kommt, dann weiß man, dass man das richtig häkelt. So, in die erste Masche 2 feste Maschen. In die zweite Masche 2 feste Maschen. Und dann häkeln wir insgesamt 12 feste Maschen. Also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und das ist die letzte Masche, dann noch 2, 11 und 12. Jetzt haben wir 12 feste Maschen. Ich markiere wieder die erste Masche. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt häkle ich eine feste Masche. Jetzt eine Maschenzunahme. Das heißt, aus einer Masche 2 häkeln. Eine feste Masche. Jetzt eine Maschenzunahme. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. Eine feste Masche, eine Maschenzunahme. Also aus einer 2 häkeln. Eine feste Masche, eine Maschenzunahme. So, jetzt nehme ich die Markierung ab und häkle ich die letzten 2 feste Maschen. Und die Markierung mache ich wieder drauf. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt häkle ich 2 feste Maschen und
eine Maschenzunahme. Also eine feste Masche, die zweite feste Masche und jetzt einmal Maschenzunahme. 1, 2. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. Also 2 feste Maschen, eine Maschenzunahme. So, jetzt bin ich bei der letzten Masche und dann mache ich die Maschenzunahme. 1, 2. So schaut es aus. Jetzt häkle ich eine Runde 24 Stäbchen, also ohne Maschenzunahme oder Abnahmen sollten jetzt 24 Stäbchen sein und ich häkle einfach in jede Masche eine feste Masche, bis ich am Ende der Reihe ankomme. So, jetzt häkeln wir die letzte Runde. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt häkle ich 2 Maschenabnahmen. Die erste Maschenabnahme. Die zweite Maschenabnahme. So, jetzt häkle ich 6 feste Maschen. So, jetzt häkle ich wieder zweimal Maschenabnahme. Die erste Maschenabnahme. Die zweite Maschenabnahme. So, und jetzt häkle ich 6 feste Maschen. So, jetzt häkeln wir die letzte Runde bei den Ohren und zwar, jetzt mache ich Folgendes, jetzt mache ich zweimal die Maschenabnahme. Die erste Maschenabnahme. Die zweite Maschenabnahme. Jetzt häkle ich 8 feste Maschen. So, und jetzt mache ich weitere 2 Maschenabnahmen. Die erste Maschenabnahme und die zweite Maschenabnahme. Und 8 feste Maschen. Und da häkle ich die letzte feste Masche. So schauen dann unsere Ohren aus. Wir haben praktisch auf den Seiten die Maschenabnahme gehäkelt, damit die Ohren so ein bisschen hier nach innen gehen. Den Markierer vielleicht dahin lassen, damit man weiß, wo die Maschenabnahme war. So. Ich lasse den Markierer hier hängen. Und dann kann man noch die letzte Kettmasche häkeln. So, hier als letzte häkle ich eine Kettmasche. Und so häkeln wir auch das zweite Ohr. So schauen die Ohren dann aus.
Ich mache jetzt noch bei den Ohren Folgendes, und zwar ich verbinde die beiden Teile mit den Kettmaschen. Und zwar, wir haben hier ja diese zwei Schlingen. Ich gehe in die obere Schlinge auf der Seite und in die Schlinge, die zu mir zeigt, auf der anderen Seite. Das ist die Schlinge dann. So, ich stiche hier in eine Schlinge ein und stiche auf der anderen Seite auch in die Schlinge ein. Hole den Faden und ziehe durch alle Schlingen durch. So, nochmal, also hier in die Schlinge einstechen und in die hintere Schlinge. Wir nehmen keine 4, sondern bloß 2 innere Schlingen. Jetzt hole ich den Faden und ziehe durch alle Schlingen durch. Und so verbinde ich beide Teile miteinander. So, so schaut es dann aus. Und dann schneiden wir hier das Fädchen ab. So, und jetzt häkeln wir das Innenohr. Ich beginne genauso mit einem Fadenring. So, eine Luftmasche und 6 feste Maschen in die erste Masche. Die erste feste Masche, die zweite und so weiter. Vier, 5 und die 6. feste Masche. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche. Jetzt wende ich das Ganze. Also wir häkeln jetzt keine Runden. Und jetzt häkle ich in die erste feste Masche. Hier steche ich ein, häkle eine feste Masche. Jetzt gehe ich in die nächste feste Masche und dann häkle ich die Maschenzunahme. 1 und 2 feste Maschen. Und in die nächste auch Maschenzunahme. 1, 2. In die nächste auch Maschenzunahme. 1, 2. In die nächste häkle ich auch die Maschenzunahme. Das sind 9 und die letzte 10. feste Masche häkle ich hier am Ende der Reihe. So. Jetzt häkeln wir den Schwanz. Ich beginne genauso mit einem Fadenring. So, eine Luftmasche und 6 feste Maschen in den Fadenring. So, jetzt häkle ich die Maschenzunahme in jede Masche, jeweils 2 Maschen. Das heißt, wir haben dann 12 feste Maschen. Ich markiere mir die erste Masche, die letzte Masche. Jetzt häkle ich 12 feste Maschen.
So, 12 feste Maschen habe ich jetzt gehäkelt. Jetzt häkle ich noch eine Runde, 12 feste Maschen, also ohne Maschenabnahme. Die letzte Masche markiere ich mir und jetzt häkle ich in jede Masche eine feste Masche. Und wir häkeln 12 feste Maschen. Und die letzte Runde, wir häkeln 6 Maschenabnahmen. Also jeweils immer 2 Maschen zusammen häkeln. Die ersten 2 Maschen zusammen, dann die nächsten 2, also und wir häkeln dann insgesamt 6 Maschenabnahmen. So, Maschenabnahme habe ich gehäkelt und jetzt die letzte Masche häkle ich als eine Kettmasche, damit ich das Ganze ein bisschen so, also einstechen in das nächste Stäbchen. Hier einstechen, Faden holen und die linke Schlinge durch die rechte durch. Und so schaut das aus. Man kann das Teil auffüllen, man kann es auch ohne Auffüllen dran nähen, so wie es euch am besten passt. So. So, jetzt häkeln wir den Maul. Ich beginne wieder mit einem Fadenring. Eine feste Masche, eine Luftmasche. Jetzt die zweite Luftmasche und in die erste Luftmasche oder in den Fadenring häkle ich 6 feste Maschen. So, jetzt häkeln wir die Maschenzunahme. Ich markiere mir die letzte Masche. So, und jetzt häkle ich 12 feste Maschen. Also in jede Masche häkle ich 2 feste Maschen. Also in jede Masche häkle ich 2 Maschen. Und insgesamt habe ich dann 12 feste Maschen. Und die letzte Masche, die Markierung nehme ich ab und da häkle ich auch 2 feste Maschen. Und die letzte Masche markiere ich mir wieder. So, jetzt häkle ich, das ist die nächste Runde, eine feste Masche, eine Maschenzunahme. Eine feste Masche, eine Maschenzunahme, also aus einer Masche 2 häkeln. Eine feste Masche, eine Maschenzunahme, aus einer 2. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Eine feste Masche, eine Maschenzunahme. Eine feste Masche, eine Maschenzunahme. So, eine feste Masche und die Markierung nehme ich ab. Und da häkle ich 2 feste Maschen. Und so sollten es jetzt 18 Maschen sein. Und die letzte Masche markiere ich mir wieder. So, die nächste Runde häkle ich 2 feste Maschen, 1, 2, eine Maschenzunahme. Aus einer 2. 2 feste Maschen und eine Maschenzunahme. 2 feste Maschen, eine Maschenzunahme. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen.
Dann haben wir in der Runde 24 feste Maschen. So, und jetzt häkle ich eine Runde feste Maschen. Das heißt, ich häkle jetzt 24 feste Maschen. In jede Masche häkle ich jeweils eine Masche. Eine feste Masche. So, ohne Maschenzunahme jetzt. Also 24 feste Maschen habe ich jetzt gehäkelt und die letzte Masche häkle ich als eine Kettmasche. Ich steche ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. So, so schaut es aus. So, jetzt häkeln wir den Körper. Wir beginnen wieder mit einem Fadenring. So, eine Luftmasche. Jetzt häkle ich in den Fadenring 6 feste Maschen. Die erste feste Masche, die zweite, also diesen Faden verarbeite ich auch immer mit, damit er nicht aufgeht. Den dritten, die vierte, die fünfte und die sechste feste Masche. So, die letzte markiere ich. Und jetzt häkle ich die Maschenzunahme. So, in jede Masche häkle ich 2 feste Maschen, so dass wir 12 feste Maschen gehäkelt haben. Die erste feste Masche, die zweite, die dritte, die vierte, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die letzten 2 feste Maschen. Und die letzte Masche markiere ich wieder. So schaut es aus. So, jetzt häkeln wir die nächste Runde. Eine feste Masche, eine Maschenzunahme. Also eine feste Masche und jetzt eine Maschenzunahme. Aus einer Masche 2 Maschen häkeln. Eine feste Masche, eine Maschenzunahme. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, die nächste Runde häkeln wir 2 feste Maschen, eine Maschenzunahme. Dann haben wir insgesamt 24 Maschen. 1, 2 feste Maschen und jetzt eine Maschenzunahme. 2 feste Maschen, eine Maschenzunahme. Und so weiter. 2 feste Maschen, eine Maschenzunahme. So, die nächste Runde häkeln wir 3 feste Maschen. Eine Maschenzunahme. 3 feste Maschen. Und eine Maschenzunahme. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. Wir haben 29 feste Maschen gehäkelt und die nächste Runde häkeln wir 4 feste Maschen, eine Maschenzunahme. Also 1, 2, 3, 4 und eine Maschenzunahme. Und dann haben wir insgesamt 36 feste Maschen.
Und die nächste Runde häkle ich 5 feste Maschen. Eine Maschenzunahme. 5 feste Maschen, eine Maschenzunahme und so weiter. Und ich habe jetzt insgesamt 41 feste Maschen. Falls ihr ein bisschen lockerer häkelt und der Körper zu breit werden soll, dann kann man auch bei 36, also die Vorrunde, in der Vorrunde kann man das dann lassen. Also wenn ich das jetzt so ausmesse, von der Breite sind es bei mir ca. 12 bis 13 cm. Das ist die Breite. So, und jetzt häkeln wir 2 Runden, also 41 Maschen, oder das sind dann insgesamt 82 feste Maschen. Also ich markiere mir wieder die letzte Masche und dann häkle ich eine Runde feste Maschen. Dann die zweite Runde feste Maschen. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir unsere Beine und häkeln die Beine mit rein. Also ich nehme das Bein. So, ich lege das Bein dazu. Und jetzt steche ich hier in die feste Masche ein und hier hinten, da wo wir normalerweise auch einstechen würden, diesen Faden nehme ich mit und verarbeite diesen auch mit. So, hole mir den Faden und häkle eine feste Masche. Jetzt wieder hier vorne einstechen, hier hinten einstechen, eine feste Masche häkeln. Vorne einstechen, hinten ganz normal, also immer diese 2 Schlingen, wo wir normalerweise auch immer einstechen. Das ist die 3., die 4. feste Masche und die 5. feste Masche. Stechen wir da ein. So, und wir haben jetzt 5 feste Maschen gehäkelt. Und zwar ist es so, wir haben jetzt 41 Luftmaschen hier komplett. Für das eine Bein 5 feste Maschen und für das andere Bein 5 feste Maschen. Es bleiben dann 31 feste Maschen. Das heißt, ich häkle jetzt hier 15 feste Maschen vorne und die restlichen 16 Maschen bleiben dann hinten. Und nach 15 Maschen arbeite ich das zweite Bein ein. Also wie gesagt, ich arbeite jetzt hier vorne 15 feste Maschen. So, jetzt nehme ich das zweite Bein, lege einmal hier drauf. So, und verarbeite das auf die gleiche Art und Weise. Also in die ersten 2 Schlingen einstechen, hinten einstechen, Faden holen, eine feste Masche häkeln. Hier in 2 Schlingen einstechen, hinten in beide Schlingen, den Faden verarbeite ich auch mit. Eine feste Masche. Und so häkeln wir 5 feste Maschen. So, und dann häkeln wir die restlichen 16 Maschen. Oder wir bleiben dann hier, also hier in der Mitte ist bei uns dann immer den Reihenbeginn, weil wir jetzt den Körper weiter häkeln. Das zeige ich euch gleich dann auch. Also so weit die Beine eingearbeitet und dann schauen wir weiter. Also ich habe jetzt die Beine eingearbeitet und bis rückwärtigen Mitte gehäkelt und jetzt markiere ich mir die Mitte. So, und jetzt häkle ich die Runde, also da beginnt jetzt bei uns die erste Runde. Ich häkle 5 feste Maschen und eine Maschenabnahme.
Also 1, 2, 3, 4, 5 und eine Maschenabnahme. In die erste Schlinge, in die zweite Schlinge einstechen, Faden durchziehen und eine feste Masche häkeln. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, dann häkeln wir eine Runde ohne Maschenabnahme. Dann häkeln wir eine Runde 4 feste Maschen, eine Abnahme. Dann wieder eine Runde ohne Abnahme. Dann häkeln wir eine Runde 3 feste Maschen, eine Abnahme. Eine Runde ohne Abnahme. Dann häkeln wir eine Runde 2 feste Maschen, eine Abnahme. Dann haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden weiter gehäkelt. Also ich habe den Körper jetzt weiter gehäkelt und in der letzten Runde habe ich 2 feste Maschen, eine Maschenabnahme gehäkelt. Die Runde drauf fange ich hier hinten in der Mitte an und häkle einmal hier, bis ich auf der Seite ankomme. Also das ist bei uns dann die Vorderseite, also auf der linken Seite. Und da arbeite ich die Arme ein. So, also hier habe ich jetzt weiter ohne Maschenzunahme gehäkelt. Ich habe den Körper aufgefüllt. Jetzt nehme ich mir den Arm, lege ich da dran. Einfach über den Beinen schauen, dass man das symmetrisch einarbeiten kann. So, hier habe ich zu wenig Platz. Also hier lege ich das drauf, steche hier in die ersten 2 Schlingen ein und in die 2 Schlingen hier ein. Und diesen Faden verarbeite ich auch mit. So, vorne einstechen, hinten einstechen, Faden durchziehen und eine feste Masche häkeln. So, vorne einstechen, hinten einstechen, Faden durchziehen, eine feste Masche häkeln. 2, die dritte feste Masche und die vierte feste Masche. So, den Faden kann man dann nach innen klappen. So, so schaut es aus. Also die eine Seite habe ich jetzt eingehäkelt und jetzt häkle ich hier und auf der anderen Seite häkle ich genauso den zweiten Arm ein. Also ich habe jetzt die Arme eingearbeitet, so schaut es aus. Auf beiden Seiten. Also ich bin jetzt hier vorne, ich häkle jetzt, bis ich hinten in der Mitte bin und dann häkle ich ab da, wenn ich da ankomme, Maschenzunahme, und zwar wir haben jetzt 18 feste Maschen hier. Und dann häkle ich in jede Masche eine Maschenzunahme, so dass ich auf 36 feste Maschen komme. Also wir haben jetzt 36 Maschen gehäkelt, so schaut es aus. Jetzt häkeln wir eine Runde, 5 feste Maschen, eine Maschenzunahme. Dann haben wir insgesamt 42 feste Maschen. Und anschließend häkeln wir 6 Reihen mal 42 feste Maschen. Und danach sehen wir uns. Also ich habe jetzt den Kopf soweit gehäkelt. Wie ich schon sagte, wir häkeln hier 42 feste Maschen, 5 oder 6 Runden. Und zwar bei mir ist es so, also ich habe auf der Seite 5 Runden und bei der beginnt dann die 6. Runde. Da habe ich dann aufgehört. So, dann häkeln wir Folgendes. Wir häkeln die nächste Reihe, 5 feste Maschen,
eine Maschenabnahme, so dass wir auf die 36 feste Maschen kommen. Dann häkeln wir 2 Runden, 36 feste Maschen. Danach häkeln wir 4 feste Maschen, eine Maschenabnahme. Und dann häkeln wir 2 Runden ohne Maschenabnahme. Also wir häkeln dann insgesamt 6 Runden. So, wir sind jetzt so weit. Hier haben wir den Kopf aufgefüllt. Und jetzt bringen wir den Maul an. Und erstmal befestige ich die Nase. Und zwar bei dem Maul ist es so, ich habe euch 5 Runden gezeigt. Ich habe aber noch die 6. Runde dazu gehäkelt, ohne Maschenzunahme, weil die ist mir irgendwie zu klein vorgekommen. So könnt ihr auch selber schauen, wie ihr das von der Größe macht. Wie gesagt, ich habe noch eine Runde dazu gehäkelt. So, jetzt mache ich Folgendes. Und zwar, ich habe hier unten den Faden. Oben befestige ich dann die Nase. Und zwar, ich habe hier die erste Runde und die zweite Runde. Und unter der zweiten Runde stecke ich die Nase rein. Die Nase ist bei mir von der Größe, kann ich euch auch sagen. Also die ist jetzt ungefähr, also etwas mehr, also 2,7, 2,5, 2,7 Zentimeter. So eine Nase verwende ich jetzt. So, und dann befestige ich die Nase. Also ich habe jetzt die Nase angebracht, so schaut es aus. Jetzt lege ich das Ganze auf den Kopf. Und zwar so, dass ich hier am Hals praktisch richtig unten anlege. So, ich habe etwas aufgefüllt. Die Maul, also ein bisschen, man kann aber später noch etwas nachfüllen. Und dann stecke ich das mit den Nadeln etwas an, so wie es mir passt. So, und jetzt nähe ich das Ganze an. Und zwar hier, ich nehme mir den selben Faden, mit dem ich gehäkelt habe. Gehe erstmal hier, steche ich erstmal ein, so von hinten nach vorne, damit ich hier dieses Ende etwas verbessern kann. Dann ist es schön abgerundet. So. Und jetzt steche ich hier nochmal ein. Gehe einmal da durch und steche hier. Die Nadel verbiegt sich. Also noch einmal. Also ich steche hier ein und gehe vorne, steche in das Tier rein und gehe hier vorne raus. Dann steche ich hinten wieder ein und vorne raus, genau. Und jetzt habe ich hier das Fädchen, hier vorne steche ich nochmal, also hier hinten steche ich nochmal rein und gehe von vorne raus. So, nicht so stark, nicht so fest anziehen, damit man schönen Rand hat. Wie gesagt, hier nochmal einstechen. So, und dann nähe ich alles zu. Nicht vergessen, den Maul nochmal schön aufzufüllen. So, und so nähe ich das Ganze an. So, also ich habe jetzt den Maul so angenäht, so schaut der aus.
So, jetzt bringen wir auch die Augen an. So, die Augen sind bei mir jetzt, muss ich ausmessen. Die sind circa 1,5 Zentimeter, vielleicht etwas größer. Kann ich jetzt so ganz genau nicht ausmessen, also das ist ungefähr die Größe. So, und jetzt bringe ich die an, also die Augen kommen direkt hier an der Nase. Den Abstand, das kann man auch individuell einfach schauen, wie es einem gefällt. Etwas näher oder weiter auseinander, je nachdem. Muss ich erstmal selber schauen. So, also ich habe die jetzt so reingesteckt. Ich glaube, das passt schon. Also wie gesagt, ich habe das praktisch hier direkt so angesteckt, dass hier mit dem Maul Kontakt entsteht. Das sind diese zwei Runden und hier in diese Runde dazwischen habe ich das reingesteckt. So, jetzt häkeln wir den Kopf fertig und daran denken, dass man den Kopf dann noch etwas auffüllt. Also die nächste Runde häkle ich 3 feste Maschen, eine Maschenabnahme. Runde drauf häkle ich 2 feste Maschen, eine Maschenabnahme. Und die dritte Runde häkle ich dann eine feste Masche, eine Maschenabnahme. So, also ich habe jetzt den Kopf soweit gehäkelt. Das sind jetzt bei mir 12 Maschen. Jetzt habe ich etwas kleineren Haken mir geholt. Und jetzt häkle ich hier 6 Maschenabnahmen. Also ich stehe hier in die nächste Schlinge ein. Und dann in die zweite Schlinge, 3 Schlingen auf dem Haken. Ich muss diese Schlingen ein bisschen anziehen. So, also in die nächste Schlinge einstechen. In die zweite, 3 Schlingen auf dem Haken, alle 3 Schlingen durch. Und so häkeln wir die 6 Abnahmen in die nächste Schlinge einstechen, in die zweite, 3 Schlingen durch. Und so häkle ich dann die weiteren Abnahmen. Kann ich voll schlecht zeigen. Und so schließt sich der Kopf dann. Und mit der Nadel kann man noch hier alles ein bisschen zusammenziehen. Also ich nehme nochmal denselben Faden, habe ich aus der Maschen einfach rausgezogen. Und dann gehe ich nochmal in jede Schlinge, stiche ich ein. Gehe einfach hier durch und ziehe das Ganze dann zusammen. Stiche ich nochmal ein. Und so ist der Kopf komplett geschlossen. Kannst nochmal befestigen. So kann ich am besten einstechen. Nehme ich durch die Schlinge. So, schön zusammenziehen und jetzt steche ich das ein. Richtig in den Kopf. Ziehe ich den Faden in den Kopf rein. Ich hoffe, das kriege ich jetzt durch. Also schaut der Kopf jetzt aus und den Faden schneide ich hier einfach ab. So. So, jetzt brauchen wir einen kleinen Baumwollfaden in Schwarz.
Also der sollte schon recht lang sein. So, mit dem Faden gehe ich jetzt hier, wo wir den Maul haben, mittig stiche ich ein und gehe bei den Augen, also hier auf der Seite, stiche ich dann raus. Also direkt hier am Auge. So, den Faden lasse ich hier etwas länger. Jetzt stiche ich auf der anderen Seite vom Auge ein und stiche wieder hier in der Mitte, gehe ich wieder raus mit der Nadel. Irgendwo daneben einstechen. So, hier stiche ich jetzt raus. So. Den Faden kann man etwas unter das Auge schieben, damit der Faden nicht zu sehen ist. Und so kann man die Augen dann etwas nach unten ziehen, etwas einziehen. So. Jetzt mache ich hier einen Knoten. So, einmal reicht erstmal. Dann stiche ich hier nochmal ein und gehe bei dem zweiten Auge genauso. Hier auf der Seite stiche ich ein. So. Auf der anderen Seite stiche ich jetzt ein. Komme hier in der Mitte wieder raus. So. Und ziehe das zweite Auge auch etwas ein. Schauen, dass die gleichmäßig reingezogen sind. So, jetzt kann ich hier einen Faden knoten. Also den Faden jetzt einen Knoten binden, damit das Ganze nicht aufgeht. So, jetzt sind die Augen etwas eingezogen. Und jetzt machen wir mit dem selben Faden auch die Augenbrauen und dann hier vorne den Maul. So, ich hoffe, meine Nadel reicht dann irgendwie aus, weil ich habe keine so richtig lange Nadel. Schauen wir. So, ich habe mir jetzt die Augenbrauen markiert. So, ich habe hier bis zum oberen Punkt 2 Runden dazwischen. Und hier, wenn ich so ungefähr schaue, ist ungefähr die Mitte ein bisschen vielleicht nach links versetzt. Und hier habe ich ungefähr 2 feste Maschen dazwischen. So. Jetzt mache ich Folgendes. Also hier steche ich mittig ein. Also hier habe ich meinen Faden. Der Faden kommt dann so mittig hin. Hier unter der Nase steche ich ein. Ja, da ist meine Scheibe. So, da steche ich ein und dann gehe ich da bei der Augenbraue. Hier gehe ich raus mit der Nadel.
So, jetzt stiche ich hier ein. Und gehe hier bei der zweiten Nadel, Augenbraue hier so, die eine Augenbraue, dann stiche ich hier ein. So, dann gehe ich noch mal zurück an die Nase. Ich hoffe, ich kriege das hin. So. So schaut es aus. Und dann mache ich hier den zweiten, den doppelten Faden nach unten. Und hier kann man dann den Faden befestigen unten. So, dann kann man hier einen Knoten binden und den Faden abschneiden. So, den Faden habe ich jetzt nicht zu kurz abgeschnitten, sondern eher länger. Und jetzt ziehe ich den Faden in den Maul rein. So. So schaut das Ganze aus. Was ich noch bei den Augen machen möchte, das ist hier so einen weißen Rand. Und zwar, ich mache das hier so auf der Seite. Mal schauen, wie es ausschaut. Also praktisch hier etwa auf der Seite mache ich das. Nicht hier unten, auch nicht von hier, sondern ich gehe eher oben mittig. Und unten nicht ganz mittig, sondern hier lasse ich ein bisschen Platz. So, und da steche ich ein. Und so lege ich das Ganze hier um das Auge um. Ich mache hier den Faden abschneiden. Ich muss erstmal selber ausprobieren, wie es am besten funktioniert. Ich mache hier einen Knoten. Dann ziehe ich das, glaube ich, einmal nach innen. Also am Auge durchstechen. Hier. Und dann ziehe ich das Ganze nach innen. So, also ich habe den Faden jetzt einfach nach innen gezogen und so schaut es jetzt aus. Und genau auf die gleiche Art und Weise mache ich das auf der Seite.
So, so schauen jetzt unsere Augen aus. So, jetzt machen wir unsere Ohren, so schauen die aus. Und zwar, ich nähe erst dieses Innenteil ein. Ich habe hier ein längeres Stück Faden gelassen. So, damit ich die Wolle besser einfädeln kann, mache ich mir immer so dieses Pluschteil erstmal ein bisschen runter zupfen und dann kann ich die Wolle eigentlich recht gut einfädeln. Dann geht es ohne Probleme. So, und jetzt nähe ich das Ganze einfach hier an. Ich muss immer schauen, wo ich am besten einstechen kann. Man kann hier einstechen und dann hier unter diese Schlingen hingehen. Also hier haben wir die Schlingen. So, also so nähe ich einfach an. So, jetzt nähen wir noch die Ohren an. Und zwar, ich habe mir die Stellen für die Ohren markiert. Also hier schon schauen, dass man mittig einsticht. Also hier ungefähr, dass man hier, also da habe ich ungefähr die Mitte, so hier einstechen. Ich habe jetzt hier zwischen, ich kann die Reihen gar nicht so gut erkennen, weil wir hier die Mitte gehäkelt haben. Also ich habe hier zwei Runden, hier und da habe ich halt diese Mitte. Da ist jetzt der Abstand bei mir, so wie ich gehäkelt habe. Das sind ungefähr 5,5 Zentimeter. Und von diesen Punkten habe ich dann genau 8 Runden. Das passt halt auch zu meiner Ohrgröße. Und so nähe ich die Ohren dann an. Also hier, so schaut es dann aus. Und auf der Seite genauso. So, und das eine Ohr habe ich bereits angenäht. So schaut es aus. So, und jetzt nähen wir das zweite Ohr. So, also ich habe versucht, die Ohren mit dem gleichen Faden zu vernähen, aber das funktioniert nicht so gut mit dem Faden. Deswegen habe ich einfach irgendein Baumwollgarn genommen und mit dem normalen Baumwollgarn vernähe ich die Ohren. Also da kann ich eigentlich keine großen Tipps geben. Also ich vernähe das Ganze erst von vorne und dann auch noch zusätzlich von hinten. Also ich habe mir hier so einen Knoten gemacht, lege ich das Ohr hin. So, ich befestige den Faden irgendwo. Das kann man hier irgendwo machen. Also ich steche so durch. Und dann hier den Faden kann man aufteilen, da reinstechen und so den Faden befestigen. So, und jetzt gehe ich so hier nach außen. So, jetzt lege ich das Ohr an. Und wie gesagt, einfach dann vernähen. Ich kann das jetzt so auch total schlecht, weil ich den Hasen irgendwie, anders halten muss.
So, und ich vernähe das Ohr nicht gerade, sondern so, wie der sich hinlegt, so ein bisschen gebogen. Und auf diese Weise, wie gesagt, nähe ich das Ohr an. So, ich kann das gerade nicht so ganz gut machen mit der Kamera. So, jetzt habe ich beide Ohren angenäht. So schauen die aus. So, da sind wir eigentlich soweit fertig. So, dann kriegt er noch so eine schöne Schleife von mir. So, genau, so schaut der aus. Leider kann ich den nicht komplett filmen, der ist für die Kamera zu groß. So, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch gerne Kommentare oder eure Wünsche, würde mich auch sehr freuen und bis zum nächsten Mal.